Hallo miteinander. In diesem Video zeigen wir euch, wie man einen sogenannten Filzstrip bei einem Colt 1911er macht. Da vorab zum sagen, dass bei den meisten 1911er, egal von welchem Hersteller oder welches Kaliber, der Filzstrip meistens gleich geht. Aber an einem gewissen Zeitpunkt wäre es von Vorteil, wenn man einen kleinen, flachen Schraubenzieher zur Hand hat. Wann und für was ihr den brauchen könnt, werdet ihr im Verlauf des Videos sehen. Wie immer zuerst sicherstellen, dass die Waffe nicht geladen ist und dann fangen wir damit an, indem wir das Magazin rausnehmen. Als nächstes nehmen wir die Endkappe, die Rückschlagsfedern heben, rausnehmen. Da ist einfach wichtig zu beachten, dass die Rückschlagsfeder unter Spannung steht, sprich, wenn man den dann lösen tut, wenn man nicht gut heben tut, kann er einen wegspicken, ja, man kann ihn verlieren, es gilt eine gewisse Verletzungsgefahr, also einfach ein bisschen darauf achten und gut heben. Lösen tut man das, indem man die Kappe da leicht gegen unten drückt. Und dann tut man den da im Uhrzeigersinn so weit wie möglich bewegen. Dann kommt die Kappe dann auch raus. So. Als nächstes bewegen wir den Schlitten nach hinten. Für das tun wir einfacher halber zuerst den Hammer spannen. Und jetzt bewegen wir den Schlitten so weit hinten, bis die Kerbung hier auf gleicher Höhe ist wie der Teil vom Schlittenfanghebel. So. Dann muss man schauen, dass der Schlittenfanghebel schön unten ist. Dann kann man den nämlich von der anderen Seite einfach durchdrücken. So. Voilà. Und jetzt können wir den Schlitten eigentlich schon bereits abmontieren. Die Rückschlagsfedern, die können wir einfach rauslupfen. Und das Teil hier tut man entfernen, indem man es einfach im Gegenuhrzeigersinn drehen tut, bis es nicht mehr weitergeht. Dann kann man den rausziehen. Und um den Lauf wegzunehmen, muss man einfach schauen, dass das Verbindungsstück nicht so gegen hinten schaut, sondern gegen vorne ausgerichtet ist. Kann man den einfach gegen vorne rausschieben. Und so nimmt man die Pistolen auseinander. Um sie wieder zusammenzutun, fangen wir damit an, dass wir den Lauf und den Schlitten nehmen. Das geht am besten, wenn wir halt einfach den Schlitten und den Lauf auf den Kopf nehmen. Beim Einfädeln auch wieder schauen, dass das Verbindungsstück da nicht so gegen hinten ausgerichtet ist, sondern gegen vorne. Dann fädeln wir einfach mal ein, bewegen den hinteren. Und jetzt können wir die Rückschlagsfedern mit der Halterung nehmen. Die Halterung hat auf der einen Seite eine Wölbung. Die kommt da auf den Lauf drauf. Jetzt nimmt man den einfach mal schnell und stellt ihn auf die Seite. Fädelt die Federn ein und legt das da so drauf. Und schaut, dass der wieder schön in Position ist. Vorne dran kommt das Stück wieder ran, geht auch, wenn die Feder schon drin ist. Es hat da so einen Nockel, also sprich, man kann es eigentlich gar nicht falsch rein tun. Tut man den einfach einsetzen und bewegt den einfach mal komplett auf die andere Seite wieder. Jetzt tun wir als nächstes den Schlitten wieder auf das Griffstück drauf. Da muss man einfach achten, dass der nicht umgeht, rausgeht. Das geht am besten, indem man das irgendwo in dieser Richtung so heben tut. Und dann kann man das Ganze kehren. Dann kann man den Schlitten wieder als unteren Teil einfädeln. So. Bewegen wir das mal vorsichtig hindern. Solange man das heben kann, heben wir da auch die Führung da.
Jetzt muss man einfach darauf achten, einerseits, dass man den Schlitten so weit hinterher bewegen tut, dass die Kerbung da wieder auf gleicher Höhe ist, wo der Schlittenfanghebel ankommt. Andererseits, dass das Verbindungsstück schön ausgerichtet ist. Falls das nicht der Fall ist, kann man eben den flachen Schraubenzieher nehmen und kann einfach schauen, dass das schön in Position ist. Jetzt nehmen wir zuerst einfach mal den Schlittenfanghebel und setzen einfach da mal ansetzen. Meistens bringt man die sehr streng rein, wegen dem Teil hier. Falls das der Fall ist, hat man auch da wieder den flachen Schraubenzieher als Hilfe, wo man einfach ansetzen kann und den Pin da eindrücken. Damit man den Schlittenfanghebel reinbringt. So, ist halt damals nicht so einfach aufnehmen und zeigen gleichzeitig. Das ist gut. Dann können wir den Schlitten wieder vorne bewegen. Und jetzt tun wir die Endkappe von der Rückschlagsfeder wieder drauf. Da halt auch wieder gut heben, nicht dass sie einem wegspickt oder ins Gesicht spickt. Tun wir da eindrücken. Und dann bewegen wir das Teil wieder zuerst bis zu dem Punkt, wo es nicht mehr weitergeht, wegen dem hebt es auch. Dann kann man so die Finger umpositionieren, reindrücken, in Position bringen. Und am Schluss natürlich daran denken, den Mechanismus zu entspannen. Ja, und so setzt man sie wieder zusammen. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.